Moin liebe Leute, ich habe eigentlich gedacht, ich brauche gar kein weiteres Update-Video zu machen, aber es kamen dann doch noch wieder so viele Fragen und neue Informationen auch für mich, dass ich mir gesagt habe, doch, das lohnt sich nochmal ein etwas kürzeres Update-Video zu machen, also nicht so ausgiebig wie das erste. Aber wir erfahren noch was zur Anfahrt in diesem Video, da habe ich noch neue Informationen, was die A23 angeht. Ich kann euch auch schon zeigen, wie der Busbahnhof jetzt aufgerüstet aussieht. Das ist jetzt nämlich auch inzwischen passiert, bis auf die Toiletten, die fehlen heute noch. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Wer unbedingt dieses Jahr aufs Wacken Open Air muss, aber keine Karte gekriegt hat, vielleicht weil er sie sich auch nicht hat leisten können, der kriegt in diesem Video eine Chance. Man versucht mit dieser neuen Streckenführung, das ist mir so im Nachhinein, nach dem letzten Video auch nochmal so aufgegangen, als ich das nochmal so im Geiste Revue passieren habe lassen, euch so lange wie möglich auf befestigten Strecken auf das Gelände zu führen. Das kann ich mindestens für den Bereich Residence Evil und Bauer-Uwes Garten sagen. Den Bereich habe ich durchradelt, vergangenes Wochenende. Da sind dann also entweder von vornherein vorhandene Wege, befestigte Wege oder temporär verlegte mit Stahlplatten als befestigte Wege dazugekommen, damit ihr erst auf dem letzten Meter dann wirklich auf die eigentliche Koppel dann rauf müsst. Also ich denke tatsächlich, das wird dieses Jahr gar nicht so zum Tragen kommen, aber mit so einem Konzept wäre auch letztes Jahr das garantiert noch ein bisschen besser gelaufen, als es dann tatsächlich gelaufen ist. Wir haben noch mal einmal einen kräftigen Regenguss gekriegt, aber meine Arbeitskollegen, die zum Teil in Wacken wohnen, so, oh, ja, war ordentlich Wasser, was da runterkam, aber das ist auch gut wieder weggesickert. Da will ich doch noch mal einen letzten Blick aufs Gelände werfen. Sonst sieht das Wetter für die Anreisetage jetzt gar nicht so verkehrt aus. Es soll eigentlich im Wesentlichen trocken bleiben. Am Sonntag könnte es mal vereinzelte kleine Schauer geben. Der Montag soll nach aktueller Lage eigentlich trocken bleiben. Für die Anreisesituation, denke ich, ist das kein Problem. Da wird es also regentechnisch nur noch Mengen geben, die der Boden auch verkraften kann. Wer also mit wenig Gepäck anreist, jetzt speziell die mit Bus und Bahn dann kommen, ihr könnt euch überlegen, ob ihr die Gummistiefel wirklich mitnehmen wollt oder ob ihr es einfach eventuell auch einfach drauf ankommen lasst. Was ich euch unbedingt empfehlen würde mitzunehmen, Sonnenschutz. Sonnenschutz in Form von Sonnencreme. Ich selber benutze nur noch 50 plus, was anderes kommt mir nicht mehr auf den Hof. Und Sonnenschutz in Form eines schönen Hutes, das ist auch Gold wert. Das Banner hängt. Welcome Metalheads. Und der Bulle steht am Ortseingang. Hier seht ihr das kleine Einkaufsviertel, das ihr fußläufig erreichen könnt. Es ist eine Strecke. Okay, ja, es ist nicht direkt am Festivalgelände, aber man kommt hier durchaus her. Da habt ihr den Edeka, da habt ihr den schwarz-gelben Netto und hier vorne habt ihr nochmal den Battle Merchant, wo es dann auch das Wackenbier von der Wackenbrauerei zu kaufen gibt. Da könnt ihr natürlich, während das Festival läuft, auch sehr gut einkaufen. Die haben vergrößert, das Gebäude ist erweitert worden. Öffnungszeiten von 7 bis 20 Uhr werden wir während der Festivalzeit haben. Gibt es hier noch eine schöne Foto-Op. Da könnt ihr im Kuhhotel oder Amphitheater nochmal ein schönes Foto mit Wacken Holyland machen. Dafür alleine lohnt sich das doch schon hierher zu kommen, oder? Landgasthof ist ja auch die 9. Bühne des Wacken Open Airs. Das heißt, während des Festivals findet hier auch viel statt. Da haben wir auch das eine oder andere kleine Highlight. Also es lohnt sich durchaus mal durchs Dorf zu gehen und mal im Landgasthof auf der 9. Bühne dann auch mal vorbeizuschauen, was denn da gerade so spielt. Guckt euch da gerne mal die Running Order an, was hier für den Landgasthof alles vorgesehen ist. Und auf dem Wege kommt ihr dann auch mal in den Ort. Das gehört für mich auch eigentlich dazu, dass ihr mindestens einmal durch den Ort geht. Und wer von euch diese Seitenansicht hier vom Landgasthof schon kennt, ne? Also das ist noch nicht ganz fertig. Der Künstler steht da drüben, aber er möchte nicht ins Bild.
Das ist jetzt gerade alles neu gemacht worden. Ich finde, es ist total geil geworden. Oben mit den Scorpions. Natürlich ist Doro mit dabei. Natürlich haben wir Motorhead mit dabei. Lemmy nochmal ganz groß, zentral. Also das sieht schon richtig gut aus. Das hat schon Stil und Art hier. Das muss ich sagen, das haben die richtig toll gemacht hier mit Lemmy. Da haben wir so Metal-Artists hier, die mit Metall so richtig was fabrizieren können. Wenn ihr euch den Arm anguckt, wie der aus einzelnen Teilen zusammengeschweißt worden ist. Richtig cool, richtig geil gemacht. Alleine dafür müsst ihr doch eigentlich schon mal ins Dorf kommen. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, Lemmy ist mein Zeuge. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe noch ein Wacken-Ticket übrig und es sind nur noch wenige Tage. Und es wäre ja schade, wenn dieses Wacken-Ticket einfach ungenutzt verfällt. Ich habe es natürlich auch offiziell im Wacken Ticket Center zunächst noch eingestellt für einen Verkauf, aber kurz vor dem Festival steht da natürlich relativ viel von Leuten, die krank geworden sind, die es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen, dann auch in der Ticketbörse drin. Also ich rechne ehrlich gesagt nicht mehr damit, dass das Ticket jetzt noch kurzfristig verkauft wird. Und da habe ich mir gedacht, da kommt ihr ins Spiel. Wer auf meinem Kanal das jetzt gesehen hat hier, der kann rübergehen auf meinen Instagram-Kanal. Das habe ich einfach deswegen gemacht, weil ich über Instagram mit demjenigen, der dann gewonnen hat, relativ schnell in Kontakt treten kann und auch relativ schnell über Instagram bekannt geben kann, wer denn jetzt gewonnen hat. Geht rüber auf meinen Instagram-Kanal. Wäre natürlich ganz toll, wenn ihr ihn bei der Gelegenheit dann auch abonnieren würdet. Es ist aber keine Voraussetzung. Voraussetzung und wichtige Bedingung ist, ihr müsst 18 Jahre alt sein. Ich wünsche mir, dass das Ticket natürlich an jemanden geht, der unbedingt dieses Jahr auf Wacken muss, der unbedingt Korn sehen will oder die Scorpions oder wer auch sonst noch alles hier auf den Bühnen auftritt und es sich entweder nicht hat leisten können oder kein Ticket abbekommen hat. Genial wäre natürlich, wenn ich jemandem das Ticket nachher geben kann, der noch nie auf Wacken gewesen ist. Wie könnt ihr also teilnehmen an der Verlosung dieses einen Tickets? Die Verlosung wird von mir gemacht, von mir persönlich. Da steckt Instagram nicht dahinter, da steht Wacken Open Air nicht dahinter. Sondern ich habe dieses Ticket übrig und bevor es verfällt, möchte ich es an euch weitergeben. Ihr könnt teilnehmen, indem ihr rüberwechselt auf den Instagram-Kanal von mir. Wäre toll, wenn einer von euch, der dann zufälligerweise da ist, das auch abonniert. Das ist aber, wie gesagt, nicht Voraussetzung. Ihr müsst 18 Jahre alt sein, damit ihr teilnehmen könnt. Und dann schreibt ihr unter den Post, in dem ich dann zur Verlosung aufrufe, der zeitgleich mit der Veröffentlichung dieses Videos auf dem Instagram-Kanal dann kommt. Ihr schreibt einfach einen Kommentar darunter. Ich will nach Wacken. Alle anderen dürfen natürlich auch gerne einen Kommentar drunter schreiben. Wer dann nicht an der Verlosung teilnehmen will, der schreibt einfach diesen Satz nicht mit rein. Dann könnt ihr trotzdem das Ganze kommentieren und nehmt niemand anderem die Gewinnchance weg. Ich lasse dann einen Comment-Picker darüber laufen und werde das in einem kommenden Video am, ich schätze mal, Dienstag, werde ich das Ganze dann veröffentlichen, auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal hier mit dem nächsten Folgevideo, wie das Ganze dann gelaufen ist. Auf Instagram wird dann aber vorher bereits der Gewinner kontaktiert worden sein. Die Auslosung findet statt am Sonntag, dem 28. Juli. Um circa 20 Uhr werde ich mit einem Kommentar die Verlosung schließen. Das heißt, dann kommt ein Kommentar von mir rein. Alle Kommentare bis dahin nehmen noch an der Verlosung teil. Ihr habt also Zeit bis Sonntag 20 Uhr. Alle Kommentare, die danach kommen, können logischerweise leider nicht mehr an der Verlosung teilnehmen, weil die dann zu dem Zeitpunkt längst gelaufen ist. Tragt euch möglichst früh ein. Tragt euch bitte nur dann ein, wenn ihr wirklich unbedingt Bedarf für dieses Ticket habt. Gebt also ansonsten anderen Leuten gerne auch die Chance, wenn ihr sagt, naja, für mich wäre es nur nice to have, gebt gerne den anderen, die unbedingt wollen, da die Chance, das Ticket gewinnen zu können. Die Übergabe wird dann kurzfristig organisiert. Das heißt, ich schreibe den Gewinner, der ausgelost worden ist, an über Instagram. Der hat dann am kommenden Sonntag bis Montagmorgen um 8 Uhr Zeit, auf mein Schreiben zu reagieren, auf mein Anschreiben über Instagram. Wenn der Gewinner sich bis Montagmorgen um 8 Uhr nicht gemeldet hat, behalte ich mir vor, das Ticket erneut auszulosen, ebenfalls wieder über einen Comment-Picker. Dann wird der neue Gewinner kontaktiert und ich hoffe, dass es spätestens dann klappt. Ich gehe mal davon aus, es klappt gleich mit dem ersten. Das war die Bundeswehr, die baut auch schon auf.
Mit eurer Teilnahme erklärt ihr euch einverstanden, dass ich euren Instagram-Account-Namen als Gewinner bekannt geben darf. Irgendwie muss ich euch ja sagen, wer gewonnen hat. Ihr müsst natürlich, wenn ihr daran teilnehmen wollt, auch Zeit dafür haben. Die Übergabe sollte spätestens am Mittwoch stattfinden. Ich würde gerne dann auch mit dem Gewinner, der Gewinnerin dann ein kurzes Video machen. Ihr müsst nicht im Video auftauchen, aber dass ihr irgendwo dann auch seht, Mensch, da hat wirklich jemand gewonnen und freut sich auch tatsächlich. Das fände ich ganz toll, wenn ihr dazu bereit seid. Ich kann natürlich die Person, wenn die jetzt nicht mit Bild im Internet auftauchen möchte, das kann ich gut verstehen. Kann ich euch auch pixeln dabei. Das ist kein Problem, ne? Also da keine Angst davor haben, könnt ihr also dann trotzdem teilnehmen. Wenn ihr dann mit Gesicht nicht im Bild sein wollt, dann wird einfach gepixelt an der Stelle. Ihr kriegt von mir das Ticket vorab zugestellt, damit ihr dann eben auch dann anreisen könnt. Wer per Bahn anreist, hat das Problem ohnehin nicht. Wer nicht per Bahn anreist, sondern mit dem Pkw anreist, es ist ein Access Pass für Mittwoch damit verbunden. Ihr könntet dann also am Mittwoch anreisen hier auf die Holy Grounds, auf die Campgrounds und dann auch noch das Campen voll mit nutzen. Als Nebenbedingung, damit das Ganze eben auch nicht irgendwo schief geht, das Ticket verbleibt in meinem Wacken-Account und wird auf euch personalisiert. Die Kosten für die Personalisierung trage ich dabei. Es entstehen euch also keine weiteren Kosten für dieses Ticket. So, auf dem alten Busbahnhof haben wir jetzt auch schon wieder ein neues Banner hängen. Das kann ich euch auch schon mal zeigen. Alter Busbahnhof. Im ersten Video ist es schon drin gewesen. Es ist der alte Busbahnhof. Ihr kriegt einen neuen Busbahnhof da drüben. Den habe ich auch schon gesehen. Der ist sehr schön angelegt. Und es hat ein paar Kommentare gegeben. Ja, Taxen sind auch da drüben. Aber laut Plan ist auch hier ein Taxenstand. Und hier ist der Fahrradparkplatz. Hier kommt ihr also wie in den vergangenen Jahren mit euren Fahrrädern gut runter. Das ist also auch für die, die per Fahrrad dann hier aus den umliegenden Ortschaften anfahren, eigentlich der ideale Platz zum Kommen. Und hier ist auch der Fußgängereingang auf das Gelände. Ihr seht da vorne schon, da ist der Kontrollpavillon, wo dann die Bändchen kontrolliert werden, wer aufs Festivalgelände geht. Und hier drüben beginnt dann die eigentliche Dorfstraße. Wie gesagt, sollte für jeden von euch dazugehören, mindestens einmal durch die Dorfstraße gependelt zu sein. Das ist einfach irgendwie Kult, das gehört dazu. Und wie ich schon auf der Anfahrt eigentlich mal angemerkt habe, es hat hier zwar noch mal geregnet, aber der Boden hat sich nicht wesentlich verändert gegenüber meinem ersten Video. Das, was an Wasser noch mal raufgekommen ist auf die Fläche, das hat die Fläche ganz gut vertragen können. Es ist auch nicht mehr viel Regen angesagt, von daher gehe ich tatsächlich von recht entspannten Verhältnissen aus für die Anreise. Jetzt gucke ich noch mal rüber zu den Campgrounds auf W, Camperpark, denn auch da gibt es was Neues. Dieses Jahr, weil natürlich alle Campgrounds auf der anderen Seite der Straße sind, gibt es nicht nur eine Brücke, sondern es gibt zwei Brücken und die sollen schon stehen. Es hat übrigens keinen Zweck, mich jetzt zu löchern, wie die einzelnen Routen tatsächlich konkret verlaufen. Die Beschilderung steht noch nicht komplett. Ähnliches gilt für die Tagesparkplätze leider. Die Anfahrt für die Tagesparkplätze ist nämlich für mich auch im Moment noch nicht wirklich konkret klar. Diese Fläche war in der Vergangenheit immer Tagesparkplatz, ist sie dieses Jahr auch wieder. Ist vorgesehen als Tagesparkplatz, Beleuchtung steht auch schon da. Das ist hier dann Höhe Gribrum. Und ein kleines Stück weiter haben wir dann Kiss and Ride. Hier geht es rechts rum zu Kiss and Ride und zum Camping. Da oben steht Parken maximal 2 Stunden, sodass ihr also in diesem Aufbaubereich hier für eine kurze Zeit stehen bleiben dürft, um euch zu verabschieden, um eure Sachen dann auf die Campgrounds zu bringen. Dauerparken ist hier nicht erlaubt, da werden die Autos sonst auch abgeschleppt. Und hier haben wir nochmal einen Blick auf Campground Y. Ihr seht schon, hier sind sie mit dem Abflattern ganz gut voran. Fahrwege werden abgeflattert. Campground Y ist dieses Jahr normaler Campground. Campground W ist jetzt das, was als Camperpark ausgeschildert ist. Die Brücke, sehen wir gleich auch nochmal im Video, ist dieses Jahr dafür verdoppelt worden. Es ist natürlich so, dass alle, die vom Camperpark kommen, jetzt die Straße kreuzen müssen. Und damit die das nicht über die Straße hinweg machen müssen, haben wir hier extra eine Fußgängerbrücke, die war auch letztes Jahr schon da. Aber dieses Jahr haben die 2 Stück davon nebeneinander gestellt, damit auch genug Platz ist für euch alle. Hier seht ihr den Bereich Camperpark auf den Flächen von W. Da hinten an dem Turm ist das große W auch zu sehen. Das Ganze ist hier beleuchtet. Die Funkzellenstopfer sind auch hier aufgebaut. Also es ist auch dezentral, dass das Mobilfunknetz für euch dann hier auch überall funktioniert.
Ihr seht hier schon, wie in den vergangenen Jahren, die Parzellen sind abgeflattert. Ihr habt also genau die Parzellengröße, die ihr gebucht habt. Ihr habt Stromzugang dort. Es ist alles fertig abgeflattert. Die Parzellennummern hängen auch schon zum Großteil draußen. Aber wie überall, es ist noch nicht alles fertig. Ich kann euch noch nicht alle Routen beschreiben, will ich auch gar nicht. Lasst es auf euch zukommen, folgt den Routenplanungen. Das wird auf alle Fälle der schnellste Weg sein für euch zu den Campgrounds. Irgendwo zu versuchen, von diesen Routen abzuweichen oder ohne Route zu kommen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Hier seht ihr die Event Bridge und das sind dieses Jahr 2 Brücken hintereinander, damit da auch entsprechend mehr Leute drüber passen. Ja, der Store hat auch schon zu für heute. Rückfragen hat es gegeben, viel von euch zu den Tagesparkplätzen und zu der Anfahrt zu den Tagesparkplätzen. Da kann ich euch leider immer noch nichts zu verraten. Guckt bitte auf die offiziellen Seiten vom Wacken Open Air. Dort sind auch Geländepläne und auch Gesamtpläne dann veröffentlicht. Eine wichtige Info habe ich für euch noch für die Anfahrt über die A23. Da hing das Ganze so ein bisschen in der Schwebe. Wir haben dort ja die besagte Baustelle, von der ich im ersten Video schon berichtet habe. Da hieß es, dass die den Zeitplan nicht einhalten können. Die Baustelle sollte ursprünglich rechtzeitig fertig werden vor dem Wacken Open Air und dann erstmal aufgehoben werden. Das hat nicht geklappt. Aufgrund schlecht Wetter konnten die nicht so schnell arbeiten, wie sie wollten. Jetzt habe ich gerade die Info bekommen, die schaffen es trotzdem, dass der Verkehr auf der A23 zweispurig rollt. Das Verkehrshindernis ist nämlich vor allen Dingen darin begründet, und jetzt hole ich mir erstmal einen kleinen Döner oder einen Dönerteller. Müssen wir mal gucken. Dass in dieser Baustelle der Verkehr einspurig wird. Das ist bisher in Höhe der Ausfahrt Pinneberg Nord so, in Richtung Norden, wo ihr ja auf der Anreise dann durchfahrt. Die Baustelle ist zwar nicht ganz rechtzeitig fertig geworden, aber trotz alledem wird es eine zweispurige Anfahrt und auch eine zweispurige Abfahrt zum Wacken Open Air geben. Also auf der Maßnahme Anreise wird auf der Fahrtrichtung Heide-Husum nach Norden dann die Baustelle so umgebaut, dass sie zweispurig an Pinneberg Nord vorbeiführt und die Abfahrt Pinneberg Nord wird vollständig gesperrt. Sowohl in Fahrtrichtung Hamburg als auch in Fahrtrichtung Heide-Husum. Wer also jetzt irgendwo sich denkt, ich sammle auf der A23 nochmal an Pinneberg Nord irgendwie Freunde oder Bekannte ein, das müsst ihr umplanen, da müsst ihr gegebenenfalls dann auf eine andere Ausfahrt dann ausweichen, um dort jemanden einzusammeln. Der Vorteil ist, dadurch ist der Verkehr zweispurig durch die Autobahnbaustelle geführt und damit sollte es dann auch einigermaßen flüssig dann auch durch die A23 durchgehen. Dasselbe wird dann als Maßnahme umgedreht auf dem Rückreiseverkehr, wenn wir dann also ab Samstag, Sonntag dann die Rückreisewelle dann erwarten. Aktuell ist dort nur eine einspurige Verkehrsführung. Das wird dann entsprechend umgebaut werden, wenn der Rückreiseverkehr vom Wacken Open Air dann über die A23 läuft. Das ist es, was ich euch jetzt vorab erzählen kann hier aus Wacken. Haltet euch an die Routen. Die A23 wird besser laufen, als ich eigentlich erwartet habe. Zweispurig aller Voraussicht nach sollte das klappen, sowohl für Anreise als auch für Abreise. Wer noch ein Ticket gewinnen möchte, denkt dran, Instagram rübergehen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm, aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Es wird jetzt während Wacken jeden Tag ein Video geben. Ich ziele immer so auf 14 Uhr. Manchmal klappt das nicht. Das liegt dann entweder am Internet oder auch an YouTube selber. Aber so täglich ab ca. 14 Uhr werdet ihr jeweils die Zusammenfassung des Vortages bekommen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Es geht bald los hier on the Holy Ground. Bis zum nächsten Video, euer Michael.